Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ich vorgehe, wenn ich mir 3D-Modelle erstelle, um zum Beispiel, wie in dem Fall bei meinem Camaro, einen Halter konstruiere für meine Zündbox, für meine MSD-Zündbox. Wir sehen jetzt hier, ist dieses CAD-Modell und ich möchte euch jetzt heute einfach so ein bisschen mitnehmen, wie ist da meine Vorgehensweise, um so etwas zu erstellen. Als erstes, welches Programm nutze ich hier? Ich nutze hierfür ein Freeware-Programm oder beziehungsweise ein Open-Source-Programm, und zwar FreeCAD. Da gibt es auch wieder diverse Versionen. Ich bin jetzt nicht der, der immer die letzte Version verwenden muss, solange ein Tool, eine Software oder auch ein Werkzeug das tut, was ich möchte, sehe ich keine Notwendigkeit, das ständig zu updaten. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht die aktuellste Version. Da gibt es also wahrscheinlich auch schon wieder deutlich neuere Versionen am Markt. Und wie gesagt, hier sehen wir jetzt das CAD-Modell. In dem Fall ist das CAD-Modell schon fertig. Jedoch können wir jetzt schön reverse engineeren, wie sozusagen es zu diesem Modell gekommen ist. Denn hier auf der linken Seite, also ich werde euch jetzt nicht alle Details von FreeCAD erzählen, aber eben so ein paar, um den Kontext zu haben. Hier auf der linken Seite sehen wir sozusagen die einzelnen Schritte, die jetzt notwendig waren oder die ich ausgeführt habe, um dieses Modell zu erstellen. Wir haben hier verschiedene Formen, wir haben hier verschiedene Funktionen, die ich angewendet habe, und die können wir hier sozusagen jederzeit wieder aufdröseln und uns anschauen. Das heißt, wie man jetzt hier schon erkennen kann, ich habe hier mehrere Objekte, die unterschiedliche, ja, sage ich mal, Modelle abbilden. Also zum Beispiel habe ich ein spezifisches Modell nur für die Löcher. Ja, das heißt also, ich mache mir eine Skizze, wo ich die Löcher zeichne, und aus dieser Skizze extrudiere ich dann oder beziehungsweise extrahiere ich sozusagen einen Volumenkörper, so nennt sich das hier in FreeCAD. Das heißt, ich kann aus einem 2D-Objekt oder aus einer 2D-Information eine dreidimensionale Information machen. Also sprich, ich zeichne einen Kreis. Wir können uns das ja hier einmal anschauen. Das ist jetzt zum Beispiel die Grundlage für diese Löcher. Das heißt, ich habe hier 4 Kreise gezeichnet. Um zu sehen oder was man zeichnen kann, muss man hier bei FreeCAD die Ansicht wechseln. Hier gibt es verschiedene Ansichten. Zum Zeichnen nutzt man immer den Sketcher. Und dann haben wir hier oben die Palette, die eben die verschiedenen Funktionen bereitstellt. Da habe ich mir dann eben 4 Kreise genommen, habe die erstmal irgendwo positioniert. Und dann kann man diese Kreise markieren. Also ich markiere mir Kreis 1 und ich markiere mir Kreis 2. Und dann kann ich den Abstand zwischen diesen beiden Punkten definieren. Das geht hier oben, das ist einmal der horizontale Abstand oder auch der vertikale Abstand. Und beides habe ich hier genutzt. Ich habe also den vertikalen Abstand zwischen den Punkten definiert. Das war das, was ich gemessen habe am Bauteil. Und ich habe den horizontalen Abstand definiert und ich habe den vertikalen Abstand definiert am Bauteil. Wie gesagt, gemessen. Ich würde euch aus meiner Erfahrung empfehlen, hier unten sehen wir die XY-Achse bzw. die Koordinaten. Es ist jetzt nicht so wie bei einem klassischen Diagramm, dass wir sozusagen nur ins Positive gehen können, sondern das Diagramm kann man auch ins Negative vorfahren. Das heißt, man kann jetzt hier auf der X-Achse auch in den Minusbereich gehen, genauso wie man das auf der Y-Achse kann. Ich würde euch aber empfehlen, am Anfang hier von dem Nullpunkt auch immer sozusagen das Ganze so ein bisschen zu verschieben. Ich mache das meistens eben mit 10 mm. Das heißt, mein erstes Referenzobjekt, in dem Fall der erste Kreis, den positioniere ich vertikal als auch horizontal 10 mm entfernt vom Nullpunkt der Achsen. Das hat den Vorteil, die Achsen sind ja hier eingefärbt, dann habt ihr einfach ein bisschen einen besseren Blick darauf, wo die einzelnen Punkte sind, wie die Abstände sind und so weiter und so fort. Muss man nicht machen, wie gesagt, ich mache das einfach aus Gewohnheit. Das ist der erste Schritt. Wenn ich also jetzt irgendein Modell habe, dann fange ich meistens im Sketcher an und zeichne mir eben eine 2D-Skizze, weil ich meistens eben eine 2D-Schablone habe. So war es bei der Zündanlage auch. Ich hatte diese 4 Löcher, das waren meine Referenzpunkte. Die waren für mich erstmal entscheidend, dass die stimmen, denn sonst kann ich das Ganze ja nicht an der Spritzwand montieren. Deswegen habe ich das hier gezeichnet. Wenn ich das dann gemacht habe, die Zeichnung fertig ist, wir sehen hier oben auch, hier ist jetzt ein grüner Informationshinweis, dass alle Einschränkungen vollständig sind und in Ordnung bei grün. Wenn man jetzt eine ungültige Einschränkung trifft, also zum Beispiel einen Abstandswert, der sich widerspricht, dann hat man ein sozusagen ungültiges Constraint, eine ungültige Bedingung, und dann würde das hier oben rot eingefärbt sein und die würde auch hier gehighlightet werden. Da solltet ihr darauf achten,
Ich glaube, FreeCAD warnt euch dann auch, dass ihr solche ungültigen Bedingungen habt. Die Bedingungen sollten immer alle gültig sein, also sich nicht widersprechen. Wenn wir jetzt diese Skizze haben, dann kann man hergehen und in die Teileansicht, in die Part-Ansicht wechseln. Ich blende das mal wieder ein. Dann hätten wir jetzt hier die Löcher. So, dann wähle ich meine Skizze aus und dann kann ich hier in der Teileansicht, in der Part-Ansicht sagen, ich möchte das hier extrudieren. Also ich möchte aus diesen 2D-Informationen 3D-Informationen machen. Dafür setze ich hier den Haken und dann sage ich, wie groß soll das werden? Das war mal 150 mm. Schließen das wieder und jetzt sehen wir, das ist grau geworden, weil wir jetzt in der Draufsicht sind. Also wir sind jetzt sozusagen nicht in einer perspektivischen Ansicht, sondern in der Draufsicht sieht das für uns immer noch zweidimensional aus. Wenn wir hier oben aber mal die Ansicht wechseln, dann sehen wir, oh, okay, wir haben hier aus diesem 2D-Modell ein 3D-Modell gemacht. Und zwar 4 Löcher sind dann jetzt zu 4 Stangen geworden, die 150 mm hoch sind. Das mache ich jetzt mal wieder rückgängig, weil ich brauche das ja nicht. Aber so ist eben der Schritt, so kommt man von einer 2D-Skizze zu einer 3D-Skizze. Und so kann man eben dann zum Beispiel diese Löcher als Volumenkörper erzeugen. Das heißt, wir haben dann Stangen. Das heißt, ich habe einen Festkörper und kann dann aus dem Festkörper diese Stangen in der richtigen Position, das muss ich dann eben auch wieder messen. Dafür gibt es auch Mittel und Wege. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Stangen positioniere, ich mache das doch nochmal wieder. Ich stelle das mal wieder her. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze zu platzieren, hier unter Placement. Und da haben wir die Position. Und jetzt können wir das auf der X, Y und Z-Achse verschieben. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf der X-Achse einmal verschiebe, dann sehen wir, die Stangen bewegen sich. Jetzt verschiebe ich das auf der Y-Achse und hier verschieben sie sich auch. Und so kann ich sie dann in meinem Bauteil oder auf meinem anderen Bauteil verschieben. Und wenn ich jetzt wissen möchte, weil ich zum Beispiel eben bei mir am Auto gemessen habe, von der Oberkante bis zum Loch brauche ich so und so viel Zentimeter. Dann habe ich hier dieses virtuelle Maßband, markiere mir hier meinen Körper, am besten irgendwie so eine äußere Fläche und dann auch hier wieder eine äußere Fläche. Im Idealfall eine, die ungefähr in einer gedachten Linie parallel dazu ist. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir das Problem, er misst jetzt sozusagen von dem Punkt hier oben nach hier unten. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will eine flache Messung, das heißt, wir löschen das nochmal und dann müssen wir das eben kurzfristig, das kann man ja nachher wieder in eine andere Position schieben, mal auf die Nullebene bringen oder auf die nahezu Nullebene. So ein bisschen kann man ja im Kopf dann auch immer interpolieren. Ich mache es jetzt mal auf die Nullebene, mal gucken, ob wir das selektiert bekommen. So, jetzt haben wir das auf der Nullebene und dann würden wir wissen, okay, von der Außenkante zum Loch bis zu dem Abstandspunkt, den ich am Fahrzeug gemessen habe, sind 6,9 mm. Und das vergleiche ich dann mit dem, was ich mir vorher am Fahrzeug ermessen habe und positioniere die Löcher so, dass sie nachher in der richtigen Position sind. Wenn ich dann diese Löcher in meinem Festkörper habe, dann kann ich diese Löcher aus dem Festkörper ausstanzen. Das geht, indem ich sozusagen 2 Bauteile markiere. Erst das Bauteil, aus dem ich ausstanzen möchte und dann das Bauteil, das sozusagen den ausgestanzten Inhalt bereitstellt. Und dann kann man hier oben wählen, schneide 2 Formen. Das bedeutet dann, aus dem Festkörper werden eben diese Löcher rausgeschnitten. Das zeige ich euch auch einmal, indem ich das hier ausblende. Jetzt erstelle ich mal einfach einen Festkörper hier drüben, gebe ihm eine gewisse Größe. So, jetzt genau, dann haben wir hier unten die Größeninformationen. Wir hatten ja hier den Abstand irgendwie von 120. Das heißt, wir geben dem mal 250 auf 100 auf 150. So, und jetzt sehen wir, ist jetzt natürlich nicht mittig, aber darum geht es gar nicht, geht nur um das Zeigen des Ausstanzen. Ich markiere meinen Festkörper. Das heißt, wie ihr sehen könnt, der ist komplett fest, es sind eben keine Löcher drin. Und wenn ich da jetzt diese Löcher ausstanzen möchte, markiere ich den Festkörper, markiere die Löcher, wähle Ausstanzen und das Ergebnis ist, wir sehen, er hat das jetzt hier zusammengefügt. Das heißt, die Löcher und die Informationen sind immer noch da, sie sind aber diesem Körper untergeordnet. Das ist das, was ich vorher erzählt habe. Das ist hier eben dann, wenn ich verschiedene Formen erstelle, verschiedene Methodiken oder Funktionen anwende, wird eine Historie erstellt zu dem, wie es zu diesem Endergebnis hier gekommen ist. Das heißt, das Endergebnis hier ist das Zusammensetzen oder beziehungsweise das Ausschneiden der Löcher, die ich vorher definiert habe, in diesem Festkörper, den ich vorher definiert habe. Und jetzt können wir die Ansicht drehen und wir sehen, wir haben hier eben jetzt einen Festkörper mit diesen entsprechenden Löchern. Also so gehe ich dann immer vor, Stück für Stück. Wie gesagt, ich habe meine Referenzinformationen, das, was ich gemessen habe und baue das dann hier eben dreidimensional entsprechend nach. Wenn ihr dann, wie gesagt, noch so Kleinigkeiten machen wollt,
Ich gehe jetzt, wie gesagt, nicht auf alle Funktionen ein, nur auf so ein paar, die ich immer gerne nutze. Wenn ihr zum Beispiel runde Ecken haben möchtet, so wie das jetzt hier bei meinem Halter dann auch der Fall ist, ich blende das hier nochmal aus, da sehen wir, hier haben wir hier so schöne abgerundete Ecken. Auch hier haben wir so abgerundete Ecken und hier oben haben wir sogar so eine Schräge, auch mit runden Ecken. Sowas kann man auch sehr einfach erstellen. Das muss man auch gar nicht zeichnen oder konstruieren. Also kann man wahrscheinlich auch, mache ich aber nicht, sondern ich habe halt hier meinen rechteckigen Körper, wähle die Kante, die ich runden oder schrägen möchte. Und da gibt es vordefinierte Funktionen, einmal zum Runden oder eben zum Schrägen. Jetzt zeige ich euch das einmal mit dem Runden. Wir haben also die Kante ausgewählt und jetzt sagen wir, welchen Radius soll das denn bekommen? Jetzt wissen wir ja, wie groß das Bauteil ist. Das heißt, da muss man jetzt halt auch im Kopf oder einfach ausprobieren, sich halt überlegen, ja, das waren jetzt 250 Millimeter. Ich sag mal, ein Radius von 15 sollte eigentlich ganz okay aussehen. Zack. Und dann haben wir eben eine schöne abgerundete Ecke mit einem 15 Millimeter Radius. Und das Ganze sieht schon mal deutlich angenehmer aus und auch irgendwie ein bisschen professioneller. Zudem spart man sich tatsächlich auch Filament, weil so natürlich weniger Druckmaterial verwendet werden muss. Zum Thema Filament sparen, auch da nutze ich es eben häufig, dass wenn ich jetzt meinen Körper fertig habe, ne, dann fragt man sich, wieso sind denn diese Löcher, diese Aussparungen? Das ist einzig und allein deshalb der Fall, um eben Druckzeit und Filamentzeit zu sparen. Denn wenn ich das jetzt als kompletten Festkörper drucke, muss das ja auch alles mit Material gefüllt werden, dauert also noch mal länger. So ein Körper hier dauert im Druck circa 12 Stunden bei mir. Ich verlinke euch oben mal das eine Video, wo ich so ein bisschen auf die Druckeinstellungen eingehe. Das hängt natürlich die Zeit auch immer von den Druckeinstellungen ab, aber das ist eben ein relativ großes Bauteil, wenn wir uns hier nochmal anschauen, welche Dimensionen das hat. Das hat also vom Grund her die Dimension 23 cm auf 11,4 cm. Ja, das ist also schon wirklich für einen 3D-Druck ein relativ großes Bauteil, also für einen Zuhause 3D-Druck. Eine andere Sache, auf die ich vielleicht noch hinweisen möchte, und zwar diese Löcher. Jetzt kann man natürlich einfach nur die Löcher in der Größe definieren oder ein bisschen kleiner als die Schrauben, die ihr später eindrehen wollt. Das ist ja Plastik, das heißt, da würde sich ein Gewinde reinschneiden. Aber wir alle wissen das von Holz und ähnlich verhält sich das eben auch bei einem weichen Material wie Plastik, dass wenn ich da häufig Schrauben ein- oder ausdrehe, irgendwann greift das Gewinde nicht mehr so gut. Da können wir jetzt, ich blende das mal ein, solche Hülsen verwenden. Die kann man kaufen bei Amazon, verlinke ich euch unten im Video und die passen perfekt auf eine Lötspitze. Das bedeutet, ihr macht euren Lötkolben an, ihr setzt auf dieses Loch die Hülse, ihr steckt den Lötkolben in die Hülse und mit so gut wie gar keinem Druck, einfach nur, wie gesagt, so ganz leicht, dadurch, dass eure Hand da drauf ist und durch Gravitation wird das ja automatisch ein bisschen angepresst, überträgt sich die Hitze vom Lötkolben auf diese Hülse und die Hülse sinkt dann und schmilzt in dieses Loch und das drückt ihr eben so lange ein, bis es plan ist. Das habe ich bei meinem MSD-Halter auch gemacht, blende ich euch auch noch mal ein Bild ein vom Endergebnis und dann habt ihr eine richtig schöne Metall- oder Messinghülse, ich weiß jetzt nicht genau, welches Material das ist, gibt es auch in unterschiedlichen Materialien, habt ihr eine wunderschöne Gewindehülse in eurem Bauteil fest drin. Sobald ihr den Lötkolben wieder rausnehmt und das aushärten lasst, ist das fest miteinander verbunden und ihr habt ein ordentliches Gewinde und das sieht richtig professionell aus und funktioniert auch auf Dauer. Es sei denn, ja, ihr wurstelt da irgendwie die Schraube komisch schief ins Gewinde, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz, um eben diese Gewinde langlebig zu machen und das Ganze nochmal ein bisschen, ja, einen professionelleren Touch zu geben. Was da wichtig ist, ihr müsst vorher messen, wie lang ist eure Hülse, die ihr braucht, und ihr müsst unten das Loch ein bisschen tiefer machen. Aus dem Grund, es wird ja beim Einschmelzen der Hülse Material verdrängt. Und das Material muss Platz haben, nach unten sozusagen sich verdrängen zu lassen. Ansonsten würde das Material in die Hülse innen verdrängt werden, dann hättet ihr es in eurem Gewinde, das wäre blöd. Also wenn ihr jetzt, sage ich mal, eine Hülse habt mit so 0,5 Millimetern, würde ich auf jeden Fall mal auch nochmal 0,3 Millimeter mindestens unten das Loch länger machen, sodass eben dieses verdrängte Material Platz hat, sich nach unten abzusetzen. Weiterer Hinweis aus meiner Erfahrung, auch wenn man misst, ja, es gibt immer gewisse Varianzen, auch beim 3D-Druck. Also das kommt schon relativ genau raus, aber auch die Schichtstärke und so weiter, das ist halt alles nicht
hundertprozentig. Ja, so eine Plastikwurst, die da gelegt wird in den einzelnen Layern, die fließt ein bisschen, mal ist sie ein bisschen länger, mal ist sie ein bisschen kürzer. Das heißt, oder auch beim Messen jetzt, ja, manchmal muss man ja mit einem Meterstab messen oder mit so einem Ausziehmessgerät, die sind auch nicht so 100% genau. Und dann ist wieder schwierig, wo ist denn jetzt meine Lochmitte? Habe ich die Lochmitte richtig erwischt? Das heißt, da würde ich euch empfehlen, ein Loch, das macht ihr sozusagen klein, weil das ist das, wo ihr sozusagen ansetzt. Und die anderen, die würde ich euch empfehlen, als Langlöcher zu gestalten. Dann habt ihr da ein bisschen Spielraum und dann passt das auch alles sehr gut. Anders ist das natürlich bei Löchern, die ihr von einem Bauteil messen könnt, wo ihr wirklich zum Beispiel mit einer Schieblehre oder so ganz genau die Mitte der Löcher ausnivelliert bekommt. Da braucht ihr das nicht. An anderen Stellen, wo zum Beispiel auch die Löcher vielleicht nicht 100% gleich sind, würde ich euch so ein Langloch empfehlen. Ja, wie gesagt, dann, das ist eben der Weg, wie das zu so einem Bauteil kommt. Also es fängt meistens mit so einer Sketcher-Zeichnung an, wo ich eben, wie gesagt, gewisse Standardwerte einmal definiere. Mal gucken, hier. Und da ist zum Beispiel jetzt auch nochmal ein Beispiel, wie ich so ein Langloch gestaltet habe. Das heißt, ich habe hier also einen entsprechenden Halbkreis gewählt und das Ganze dann mit geraden Linien verbunden. Ne? Also auch das ist dann sozusagen gezeichnet. Vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten. Also ich habe hier dieses da verwendet. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Da müsst ihr euch halt durchprobieren und einfach ein bisschen austesten, was für euch am besten funktioniert. Und so sind eben die Schritte von so einer Zeichnung über Festkörper zusammen mit ja, Funktionen wie Körper verbinden oder Körper auseinander ausschneiden, Ecken abrunden und so weiter und so fort. Das sind dann alles Mittel und Wege, die ich nutze, um mein Bauteil am Ende zu bekommen. Ganz wichtig ist dann noch, wenn es in Sachen Druck geht und ihr so ein Bauteil habt, wo ihr eben solche Löcher habt oder halt solche Anschraubpunkte, würde ich euch immer empfehlen, erstmal ein einfaches Bauteil zu machen, zum Beispiel eine flache Platte, eben mit großen Ausschnitten, wo hauptsächlich es einfach nur darum geht, einmal zu testen, wenn ihr das druckt, das geht dann schnell, ob die Löcher in der richtigen Position sind. Wenn ihr jetzt gleich das gesamte Bauteil druckt, ja, und dann nachher am Ende feststellt, irgendein Loch ist von der Höhe nicht richtig oder vom Abstand, dann habt ihr 12 Stunden gewartet, jede Menge Material verbraucht, um diese Information oder um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Bedeutet, wenn ihr solche Abstände habt, am besten mit einer simplen Skizze anfangen, wo ihr einfach mal nur eine 2 mm hohe Platte druckt, wo eben dann die Löcher ausgestanzt sind. Das geht sehr schnell und dann könnt ihr das an euer Bauteil halten und schauen, ob das alles passt. Und wenn das passt, könnt ihr von da an eure Skizze entsprechend immer weiter verfeinern. Gleiches jetzt auch hier. Ne? Also ich habe also zuerst so eine Grundplatte gedruckt mit diesen Löchern und habe geschaut, dass das passt. Dann habe ich die Ausschnitte gemacht, ich habe die Grundplatte höher gesetzt. Dann habe ich diese Halter hier konstruiert mit den Ausschnitten. Die habe ich dann aber auch nochmal einzeln gedruckt, ja, auch auf so einer festen Grundplatte wieder mit Ausschnitten, um zu gucken, aber halt nicht in der Höhe, sondern auch wieder ganz flach, nur um zu gucken, dass auch da die Löcher stimmen. Und als ich dann wusste, die unteren Löcher passen, die oberen Löcher passen, da habe ich meine Form dann eben zusammengeführt und habe das Ganze als Gesamtform gedruckt. Auch da der Hinweis, wenn ihr ABS druckt, ist immer ein bisschen knifflig. PLA geht viel einfacher. PLA ist aber nicht so hitzebeständig, heißt, kann man jetzt im Kfz-Bereich eher weniger einsetzen, zumindest nicht in der Nähe von irgendwelchen heißen Bauteilen. Und bei mir ist es eben ein Halter für die Zündanlage im Motorraum. Das heißt, PLA ist da leider nicht möglich gewesen. Da muss man ABS verwenden. Wie gesagt, oben nochmal das Video verlinkt zu den ABS-Drucktipps. Und am Ende, also wenn ich dann sozusagen meine Konstruktion fertig habe, habe ich ja ein Bauteil, was eben, wie gesagt, aus ganz vielen unterschiedlichen einzelnen Schritten zusammengesetzt ist. Das ist dann, sage ich mal in Anführungszeichen, kein komplett sauberes Bauteil. Wir sehen aber hier, dass wir ein Bauteil haben, wo es keine Historie gibt. Das kann man erstellen, indem man hier in dem FreeCAD auch wieder eine entsprechende Funktion nutzt. Also das wäre jetzt meine Fusion, also mein Zusammenschluss aus all den unterschiedlichen Elementen, die mich zu diesem Modell gebracht haben. So, und bevor ihr das Ganze dann druckt, würde ich immer empfehlen, nicht diese Fusion, also nicht diesen Zusammenschluss zu drucken, denn der besteht ja aus der gesamten Historie, sondern ich würde hier oben immer eine einfache Kopie erstellen. Das sieht dann so aus, da kommt dann ein einzelnes Bauteil raus, so wie wir das hier unten gesehen haben. Und dieses einzelne Bauteil, das ist dann das, was ich verwenden würde, um das Ganze zu drucken. Man kann hier auch nochmal sagen, Form aufbereiten.
dann wird nochmal eine, ja, sag ich mal, vereinfachte Form erstellt. Das hat dann Vorteile für die Erstellung des Druckmodells. Und das sind die Schritte, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, dass ihr die macht, wenn ihr so etwas eben entsprechend exportiert. Denn wir haben das jetzt hier zwar im CAD erstellt und angenommen, wir haben jetzt auch hier, so wie es bei mir schon der Fall ist, die einfache Kopie erstellt mit der aufbereiteten Form. Dann brauchen wir noch eine kompatible Basis. Die Dateien hier werden immer in dem FreeCAD-Format abgespeichert. Das ist aber nicht kompatibel mit den 3D-Druckern. Für eure 3D-Drucker oder die Software der 3D-Drucker braucht ihr eine STL-Datei oder was ähnliches. Bedeutet, ihr markiert dann am Ende, wenn ihr mit allem fertig seid, euer entsprechendes Objekt, geht hier oben im Menü auf Exportieren. So, und wenn ihr dann im Export-Dialog seid, dann wählt ihr eben irgendeinen Ort aus, wo ihr das Objekt abspeichern wollt oder die Datei. Ihr seht hier unten schon, bei mir ist das standardmäßig auf STL, also auf so eine Mesh-File eingestellt. Gebt einen Namen an, geht auf Speichern und diese Datei, die da rauspurzelt, die STL-Datei, die könnt ihr dann verwenden in eurem 3D-Druckprogramm, zum Beispiel in Cura oder wenn ihr, so wie ich, von XYZ-Drucker auch mal verwendet, die haben ihr eigenes Programm, das ist XYZ-Ware oder so heißt das. Die können alle diese STL-Dateien einlesen und die verwenden dann die STL-Dateien, um daraus den entsprechenden G-Code oder halt Dateien im Format G-Code zu erstellen, die wiederum kompatibel mit eurem 3D-Drucker sind. Soweit, wie gesagt, die Informationen. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel Info. Es ist für mich dann auch immer schwierig, wo fange ich an, wo höre ich auf. Also das Wichtigste, wenn ihr überhaupt mal anfangen wollt, einfach mal FreeCAD runterladen, dann vielleicht noch das ein oder andere Tutorial zu FreeCAD angucken, wie das hier mit den Funktionen funktioniert. Wie gesagt, da gibt es jede Menge Tutorials am Markt. Die haben auch eine sehr schöne Bedienungsanleitung. Das muss ich euch jetzt nicht nochmal erklären. Und dann, wie gesagt, einfach loslegen. Ich würde immer mit den Zeichnungen anfangen, dann, wie gesagt, eure Zeichnung extrudieren und dann eben die einzelnen Formen so zusammensetzen, bis ihr am Ende bei dem Ergebnis angekommen seid, was euch gefällt. Und eben ganz wichtig, als, sag ich mal, ja, Erfahrungstipp von mir, nicht die ganze Form drucken und dann feststellen, irgendwas funktioniert nicht. Am besten immer solche kritischen, ja, Zwischenschritte sozusagen einzeln gestalten, einzeln drucken, dann auch mit wenig Schichthöhe und mit wenig Infill, also sozusagen, dass ihr gar nicht viel Material braucht, weil es ja nur darum geht, herauszubekommen, ob die Abstände stimmen. Im Idealfall könnt ihr jetzt auch loslegen und eure eigenen 3D-Modelle erstellen. Für mich ist es meistens im Autobereich interessant, weil ich dort das eben relativ häufig brauche, aber auch im Alltäglichen. Ich habe oben bei mir im Dachgeschoss so eine kleine Tür für diese Nische unterm Dach und die ist nur mit so Magneten gehalten und wenn ein starker Wind geht, hat es die immer aufgeweht. Da habe ich mir so kleine Halter gemacht, um die Tür sozusagen zu verriegeln. Für die Dusche habe ich mir schon mal Konstruktionen gemacht, dass ich an der Duschstange eben entsprechend ein Aufbewahrungskörbchen positionieren kann, wo ich dann mein Duschmittel reinstelle. Hat den Vorteil, ihr könnt immer schön die Duschwände säubern, ohne dass da irgendwas dran klebt und ihr könnt das Teil auch hoch und runter schieben auf der Duschstange, das ist also nie im Weg. Solche einfachen Sachen, das geht dann eben schnell, man kann sich selber helfen und ja, ich finde es immer sehr spannend, sich in solche Themen einzuarbeiten. Wie gesagt, ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.